Hey ihr kleinen spitzen Zähnchen, willkommen zurück zu Vampire the Masquerade Swansong. So, wir reden mal kurz mit ihr hier. Sorry, I don't really have time for this. Ja, war wirklich nur kurz. Oh, Kaius hat uns gerade gerufen zu sich. Jetzt weiß ich jetzt nicht, soll ich mit Beryl reden oder mit Kaius? Ah! Dieser Struggle. Diesen Vampir. If you've got a question, take it to Ms. Bosley. Abigail. Oh, ich weiß nicht. Ich glaube, ich sollte Beryl komplett ignorieren einfach. Ein Blödmann. Haben wir alles schon mal gelesen mit MM? Ja, komm, wir gehen zu Kaius. Die schreddern hier schön die ganzen Akten. Ja, heul doch. Das ist dein Job. Oha, guck mal, alles voller Akten hier. Der Safe ist auf. Oh Mann, ich wollte gerne wissen, was da drin war und jetzt haben sie es schon rausgenommen. Schade, werden wir jetzt nie erfahren. Domäne Boston, Blutsverwandte 2016 als vermisst gemeldet. Catherine P. James, Umarmung 1354 in Jerusalem. Alter, die war ja sehr alt. Zuletzt gesehen, Sitzung des Hofes am 14. Februar 2016. Henry Donald Ross, 1684 in Plymouth. Zuletzt gesehen, zur Besuch bei seinem Kind am 17. März 2016. Benjamin Peckham, 1678 in London, am 23. Juli 2016 von einem Bediensteten am Hafen gesichtet. Pavel Emlov, 1702 in Smolensk, ausgezeichnet von einer Sicherheitskamera in der Nähe des Rathauses am 10. August 2016. Sarah Yang, Umarmung 1699 in Lissabon und zuletzt gesehen, Treffen bei Beryl Underwood am 1. Dezember 2016. It's a good thing Journey had to sort it. Dieser dumme Beryl. All I'm hearing tonight is Lazarus do this, Lazarus do that. I can't wait to be done with this. Ja, alle Mimimi machen, das ist halt notwendig, ne, dass uns keiner auf die Schliche kommt. Minde Boston, Dienste für den Prinzen von Caleb Besori. 4. bis 9. Februar, Jagd auf Nora Vasquez, Franklin Park. Die blutsverwandte Nora Vasquez bedrohte die Masquerade, indem sie mit den Geheimnissen des Hofes spielte. Ergebnisziel vernichtet, Komplizin identifiziert und verhaftet, Michelle Davis. 12. bis 15. März, Dünnblütige. Woodland Cemetery. Eine Gruppe Dünnblütiger jagte ungestraft in der Nähe des Friedhofs. Ergebnis, 4 Dünnblütige vernichtet, einer entkommen. 20. März, Jagd auf Neil Fence, Squantum Marshes. Neil Fence versuchte den Prinzen zu erpressen. Ziel getötet, keine Zeugen. 17. April bis 1. Mai, Vernichtung des Weymouth Circle. Ein Blutverwandter gründete eine okkulte Gemeinschaft in Weymouth. Ergebnis, ein Blutsverwandter vernichtet, 8 Sterbliche getötet, Beweise vernichtet. 29. Juni bis 30. Juni, Dünnblütiger. Holy Cross Cemetery. Der Überlebende Dünnblütige vom Woodlawn Cemetery glaubte, man hätte ihn vergessen. Ergebnisziel vernichtet. 7. bis 12. Juli, Jagd auf die Miller-Brüder, Squantum Marshes. Die berüchtigten Händler von okkulten Gegenständen sind wieder aufgetaucht. Ergebnis, 2 Blutsverwandte vernichtet, Beweise beschlagnahmt. 4. August, Delegation in der Kantorei von Salem. Dajjal Siaka bat um die Anwesenheit von Caleb Besori, damit er ihn nach Salem begleitet. Ergebnis, keine Probleme aufgetreten. 2. bis 6. September, Säuberung von Newton. Einige Dünnblütige dachten, sie könnten in Newton entkommen. Ergebnis, 7 Dünnblütige vernichtet, ein Sterblicher getötet. 27. Oktober bis 15. November, Verschwinden der Orion-Lieferung. Eine sehr wertvolle Lieferung ist aus dem Hafen verschwunden. Ergebnis, 6 Sterbliche getötet, Lieferung gefunden. Okay, Caleb ist so der Mann fürs Grobe, habe ich gerade jetzt festgestellt. Ich dachte, er wäre so ein Agent, der sich überall irgendwie so ungesehen bewegt und im Auftrag des Prinzen Sachen macht, aber offensichtlich ist das nicht der Fall. So, wo gehen wir hin? Gebiet des Rats oder Sicherheitszentrale? Ja. Wir gehen später zum Prinz, oder? Was ist denn die Hauptquest? Ja, ich gehe zu Kaius Leto. Hab keinen Bock mit Beryl zu reden, dem Penner. Until then, if you have any questions, save them. Got it? No problem. Great. This is the first time we've worked together. I'm big on discipline. No problem. Servants and their loose lips. Hier ist ein I want to Vampir. report on his activities pronto. I don't like the sound of that at all.
There you are. Follow me, please. We'll speak in private. Okay, ich komme sofort. Ich dachte jetzt, das wären auch Ghule, weil warum haben die solche Masken? Aha, der Ghul. Officer Lehane. Hier unten? Lehane is waiting to be questioned. If you go see her, don't go easy on her. Ja, werde ich auch nicht. If you ask me, there's not much more you'll be able to get out of this retainer besides blood. But go ahead. Mr. Bazori, are you here to lead me to the slaughterhouse? If I wanted you dead... I'm afraid you're only delaying the inevitable. Did anyone question you? No. I was brought here, and now I wait. I think the situation is so dire that a lowly servant isn't high on their list of priorities. Indeed. I already gave my report to the prince. They know what to expect from you. I was just following orders. Business as usual. Even if that won't make the slightest difference. You were serving our enemy's interests. That stops now. Who do you take orders from? There's no way of knowing. I just follow orders. Normally I get my instructions through messages. They're not signed. Normally? Do you do this often? Yes, I'm often sent out into the field to do your dirty work. Protect your masquerade. Keep an eye on your interests. I'm your grim lackey. But we're not so different, you and I. You deliberately sabotaged my undertaking. You got in my way. You're nothing like me. You never will be. Only one of us could succeed last night, and my orders came from on high. Mine did as well. Straight from the prince's mouth. We can play this game for hours if you want, but I'm not sure it'll really do you any good. We are clearly working for opposing interests. And? All I can say is, you don't know to send for a high-caliber cleaner like me if you're not somebody important. Somebody important? Yeah, it's flimsy, I know. But not even I know who's behind it. And you only have your kindred friends to blame for that. That will be all, Lehane. One more thing. What? What have you heard from the outside? Everyone's lips seem sealed since I got here. Do they at least know who hit us? The Second Inquisition. Really? Who'd have thought the great Hazel Iverson would be driven out by Kine? Show some respect for your prince in the few hours that remain to you. Farewell, Mr. Bazori. Boah, sie ist aber auch echt ein bisschen aufmüpfig dafür, dass sie nur ein Ghul ist. I didn't do anything wrong, but I'm the one who's gonna pay. Some justice. Ja. James, isn't it? Jason Moore's bodyguard. Yes, Mr. Bazori. I've got some questions for you. I've already answered so many questions. You weren't with Moore yesterday. You went against standing orders. No, he sent me to his office. Why? I was supposed to pick up some files. He was being really weird, like he was stalling for time. You were supposed to bring him here, weren't you? Yeah, but he said he had to get some documents from his place, and then he sent me to his office. At the time, I didn't think too much of it, but looking back on it, he was really doing everything he could not to leave with us. You should have been more attentive. What happened once you got to his office? I had a hard time finding what he wanted. He wasn't very clear about where I'd be able to find some specific invoices. You lost precious time. You weren't his handservant. When I came back, the police had the whole place roped off, so I came straight here. And since then, I've done nothing but answer questions and wait. How naive. Moore was at the party. So were you. Yeah, I don't like to talk about it. You don't really have a choice.
Like I told the others, I don't really remember precisely what happened. It's all a blur. It happened so fast, and they almost got us. They came from all sides, and there was a stench of burned flesh and gunpowder. I'd seen a lot of things before, but that, it was unbearable. I don't know how we made it out. I don't know. Nothing before that. I don't remember. I'm sorry. Do you know what's going to happen next? I have no idea. Nobody's telling me anything. Do you know? The prince will determine your fate when she has time. I'm not a high priority, am I? I wouldn't be in a hurry if I were you. I could still be useful to the Camarilla. Please. I'm not the one who needs to hear it. I must leave you. I get the feeling I'll be staying here a long time. Wer weiß. We'll get whoever did this to us. I want to make those bastards pay! Was ist er überhaupt? Ist er ein Mensch? Ist er nicht mal ein Ghul? If you ask me, there's not much more you'll be able to get out of this retainer besides blood. But go ahead. Naja, ich find's komisch, dass er freiwillig hilft den Vampiren. It appears that Richard is making progress on his stabilized blood, but he hasn't perfected it yet. Perhaps the Hartford Chantry will be able to help him. Aha. That looks like the key to a safe. Okay. Hochsicherheitsschlüssel. Wo passt der denn bitte? Der Schlüssel wurde im Büro von Caius Lito gefunden, das sich im Haus des Prinzen befindet. Es ist nahezu unmöglich, ihn zu kopieren. Diese Art Schlüssel wird oft nur für Sicherheitstüren oder Safes verwendet. Aha. Wo ist denn hier ein Safe? Vielleicht in Caius Litos Büro? Oder hier irgendwo? Habe ich was übersehen? This is the first time we work together. I'm big on discipline. No problem. Ganz schön düster hier. Will ich mich einfach mal umsehen, während er da ist. Sehr geehrter Mr. Lito, Ihr Passwort wurde gemäß dem Protokoll geändert. Was? Das neue steht hinten in meiner Arbeitsmappe. PS, ich brauche immer noch neue Prozessoren, um die Defekten zu ersetzen. Kein Save. Ah. Passwort hinten in der Arbeitsmappe. Can we get this over with quickly? Neu steht hinten in meiner Arbeitsmappe. Welche Arbeitsmappe? Ich sehe mich erst einmal um, das ist jetzt gerade nicht so wichtig mit ihm. Miss Jory's disappearance isn't making things any easier. No, doesn't ring a bell. Aha. Ich habe ja auch keine... Okay. Irgendwo eine Arbeitsmappe. This is the first time we've worked together. I'm big on discipline. No Steht problem. vielleicht irgendwo drauf, ha? C, EOP. Aha, aha, aha. Could this night get any worse? Ich will den Safe gerne aufkriegen. Ich sehe hier keine Arbeitsmappe. So Leute, ich habe den Safe gefunden. Und zwar hier, direkt im Zimmer. Ja, hätte ich mal besser gucken sollen. Hat hier nur ein bisschen gedauert. Oh, eine tolle Münze. Okay, wir reden noch mit Caius. Ah, ich weiß nicht, eigentlich will ich ja mit Beryl auch noch reden, aber ich habe nämlich so das Gefühl, er wird sich dann Fang schnappen, unseren Ghul. Also unseren... Ja doch, sie ist unsere Ghul, also... Ach, aber ist egal, ich kenne sie nicht und ich kenne die persönliche Beziehung zwischen den beiden nicht und naja. You wanted to see me? Scheiß auf Beryl. Happy to see you, Caleb. We don't usually let anybody down here, but I can bend the rules for you.
To what do I owe this honor? I need you. Something's come up. On the night of the attack, someone sent a message to an unauthorized recipient. Is that a problem? Could be a major one. Not a lot of people can do that, you know. Ah? Who could have done that? That's precisely the question I want you to answer. Caleb, I need your help. I get the feeling that it's all connected. It's too huge to be a coincidence. Do you suspect anyone in particular? Jara Drory. Okay. What you're telling me is extremely serious. I hope you have proof. If I did, do you think I'd be asking for your help? But I wouldn't accuse her unless I had serious doubts. Think it through carefully. For starters, she's one of the few who knows how the system works. She'd be able to cover her tracks, wouldn't she? Maybe. But maybe she made a mistake. I don't know. Jara has most likely been destroyed by now. Do you have any evidence supporting what you're suggesting? Anyways, nothing concrete. Just a hunch, if you want to call it that. In my place, under the current circumstances, I can't really go poking my nose in her business. And I can. Nobody will bother you. I'm not asking for much. Just take a look in Jara's room to see if you can find anything that ties her to any of this. And if you could do it quickly. Why? Because I'm about to erase a ton of data. It's the Code Red protocol. And since Jara vanished, the Prince wants her personal data to disappear along with her. That doesn't give us much time. You in? Okay. I could maybe go and take a look around. Great. I found a key to her room. Take it. Thanks. It's our last chance to recover the data from Jara Drory's computer before everything disappears for good. Just insert this thumb drive and it will download everything I need. If she betrayed us, I'll know. Fine. I'll go see what I can find. Thanks. One last thing. Uh-huh. If you could keep this just between you and me. Fine. And don't come back to see me here. It's supposed to be sealed. It'll look suspicious. I'll send in an engineer after you. Give him the drive when you're done, but don't tell him anything. We have to keep this between us. As you wish. Alles klar. Jara Drory, ist sie nicht auf der... Die war auf der Party, oder? Aber ich meine, warum muss das geheim bleiben? Wenn sie schon tot ist, dann ist es doch egal, ob sie schuldig oder unschuldig ist. Naja. Auf jeden Fall krass, was hier abgeht. Irgendjemand hat uns ja verraten. Ich frage mich halt nur, wer. Wenn es einer von den Vampiren war, ist es ja ziemlich dämlich, weil die werden ja auch mit ausgelöscht, oder? Also ich verstehe das nicht. Warte, jetzt bin ich die falsche Richtung. Ach ja, wie gesagt, Barrel. Ich würde ihm gerne so ein bisschen die Leviten lesen, aber... So, Dajan. Hier war... Journey. Ach nee, Jara Drory. Sehr gut. Was haben wir denn hier? Ungesehenes Spüren. Oh, rot ist es. Jara, ich hätte dir gern diesen Bund gegeben, auf den du schon so lange wartest, aber ich kann mich nicht überwinden, dich dazu verdammen, meine Lage zu teilen. Doch keine Angst, ich werde mich niemals von dir abwenden, Jara, niemals. Wir sind auf ewig aneinander gebunden, wir sind eins. Seit dieser ersten Nacht, diesem ersten Moment. Nichts kann uns jemals trennen, versprochen. K. Okay. Ach, guck mal, da ist auch die Aura.
Let's see if Caius was right. Okay. Siehst du die Wand so am Computer an? Oh, die Schachtel ist jetzt da. It appears that this place was hidden with an illusion. It's not like Jara to let that kind of thing wear off. Jara always was old-fashioned. Whatever's in this box must be important. Das nach links wenden, nach rechts wenden und drücken. Okay, ich muss wohl den Code rausfinden. Irgendwie. Wöchentliche Berichte zum Personenschutz. Aha. Ah, guck mal, das ist mit Jason Moore. Hier. Juliwoche, also erste Juliwoche. Bericht vorgelegt von Mr. Wu, keine besonderen Vorkommnisse. Nächtlicher Besuch von Miss Hazel Everson in Begleitung von Delsin Coates am Dienstag, zweite Juliwoche. Bericht vorgelegt von Mr. James, keine besonderen Vorkommnisse. Frau und Kind sind für 2 Wochen nach Costa Rica gereist. Nächtlicher Besuch von Mr. Beryl Underwood am Donnerstag. Dritte Juliwoche. Bericht vorgelegt von Mr. Wu, keine besonderen Vorkommnisse. Zweimal nächtlicher Besuch von Mr. Beryl Underwood, Dienstag und Donnerstag. Vierte Juliwoche. Bericht vorgelegt von Mr. James, keine besonderen Vorkommnisse. Die Familie ist nach Hause gekommen. 1. Augustwoche. Bericht vorgelegt von Mr. Wu, keine besonderen Vorkommnisse. Mr. Moore wünscht sich etwas mehr Privatsphäre. 2. Augustwoche. Bericht vorgelegt von Mr. James, keine besonderen Vorkommnisse. Frau und Kind sind für eine Woche nach Costa Rica gereist. Nächtlicher Besuch von Mr. Beryl Underwood am Freitag. 3. Augustwoche. Bericht vorgelegt von Mr. Wu. Mr. Moore ist am Tag nach ihrer Rückkehr von Costa Rica erneut abgereist. Das Kind ist aufgebracht. Mrs. Moore ist abgereist. Mr. Moore hat Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren. 4. Augustwoche. Bericht vorgelegt von Mr. James. Keine besonderen Vorkommnisse. Das Subjekt scheint in einem Ehestreit zu stecken. Okay. Was haben wir hier? Aha. 1 ist links. So. Erstmal konsultieren. Was haben wir denn hier? Jüngste sichere Übertragung. E-Mail an Sophia. Hazel Everson. Haben wir das nicht schon gelesen? Weiß nicht. Erstmal Kaius Lito. Kaius, ich denke nie etwas ohne Beweise. Wenn Sie welche haben, schicken Sie mir sie bitte zu. Und nicht über den Computer. Sie wissen, was ich von Ihnen halte. Miss Drury, ich habe Sie bereits unterrichtet, dass ich in dem Fall Quincy Market genau untersuchen muss. Ich weiß, dass Sie mit meiner Theorie nicht einverstanden sind, aber ein fehlgeschlagener Angriff auf den Prinzen ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Könnten Sie Ihre Position noch einmal überdenken? K. Über sowas mache ich keine Scherze. Betreff, also an Jara. Nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jemand über den Computer hacken kann, da Sie Ihr Passwort alle 3 Tage ändern. Außerdem dachte ich, Sie bevorzugen handschriftliche Notizen. Haben Sie versucht, auf meinen Computer zuzugreifen? Miss Drury, ich habe ein Signal aufgefangen, bei dem es sich offenbar um einen nicht autorisierten ausgehenden Anruf handelt. Könnten Sie so bald wie möglich zu mir kommen, damit ich Ihnen die Einzelheiten mitteilen kann? K. Also Kaius. Ich verlasse, an Hazel Everson von Jara. Ich verlasse mich auf mich selbst, um zu schützen, was geschützt werden muss. Ich habe meine eigenen Methoden, um mich vor unangemessener Neugier zu schützen. Jara, wenn jemand versucht, seinen Computer zu durchsuchen, glaub mir, der Befehl kam nicht von mir. Ich habe volles Vertrauen in dich und bitte dich, das gleiche Vertrauen auch in mich zu haben. Darüber hinaus würde ich es begrüßen, wenn du in Zukunft nicht derart pauschale Anschuldigungen ohne Beweise erheben würdest. Wenn du irgendwelche Bedenken hast, komm bitte zu mir und sprich mit mir. Mit freundlichen Grüßen, dein Prinz Hazel Everson. Ich weiß, dass Sie die Durchsuchung meines Computers angeordnet haben. Sie müssen mich nicht derart überwachen. Wenn ich Ihnen nützlich... was bin ich Ihnen nützlich, wenn Sie mir nicht vertrauen? Und hier, es ist genau 22 Uhr. Ich breche zur Party auf und überlasse Kaius Leto die Verantwortung. Sie kennen das Verfahren. Sagen Sie allen Bescheid. Gute Nacht. Jara Drury. Aha, und die ganzen Übertragungen. Warte mal, ich mache das noch nicht mit dem USB. Jara has always been wary of new technology. Oh. Wow, ich habe schon den zweiten Teil. Wo bist du? Die Zeit ist gekommen. Passwort Ankunft.
Oh, mach ich erstmal die Box auf, ne? So, links. Aha. Jara was conducting her own investigation. Entschlüsselte... No way Caius would be expecting that. Ja. Entschlüsselte Konversation. 4. September 2019 um 21:30 Uhr. Aquila. Corvus? Sie haben den alten Code verwendet. Corvus? Die jüngste Version wurde kompromittiert. Notiz: Es ist eine gute Idee, die Codes für mich zu behalten. Alternativvorgehen. Zeitpunkt des letzten Kontakts: 19:07 Uhr. Dauer: 2 Minuten 27 Sekunden. Gibt es etwas zu berichten? Notiz: Sie sind zu zuversichtlich und haben die Sicherheit vernachlässigt. Natürlich, der Prinz will die Überwachung des Hafens verstärken. Ich kenne nicht alle Einzelheiten, aber es könnte Ihre Transfers erschweren. Notiz: Ist das alles, was ihr könnt? Danke, ich werde es an die Teams weiterleiten. Ich warte immer noch auf Ihre letzte Aktenlieferung. Ich arbeite daran, sie wird bald kommen. In diesem Fall Aquila over and out. Ende der Unterhaltung. Notiz: Das scheint ein Test zu sein, um zu sehen, ob die Identifizierung auch ohne Code funktioniert. Wieso? Ich brauche mehr Informationen. It appears Caius was wrong. He and Jara may have been looking for the same individual. Alles klar. Ich werde trotzdem mal die Wanze einsetzen. Dass es jetzt irgendwie unerwarteten Besuch hier gibt. Ah. Gibt's ja nichts mehr, ha? First Aid Kit. Nicht alles drin, guck mal. I hope Caius will be able to use what's on this thumb drive. I think that's everything. Now it's Caius's turn. Hello, Mr. Missouri. Mr. Leto asked me to wait until you were done. He also told me you'd have something for me. Müssen sie vielleicht die Maske tragen, weil sie so hässlich sind? Die Nosferatu, guck mal, wie sie guckt. Und die Augenbrauen. Ja. Here it is. Give it to him, and him alone. And don't ask any questions. I get it. Are you done here? You may proceed. Thanks. I hope Caius knows what he's doing. Hazel is probably ready to see me now. I won't make her wait. Entscheide dich, folge dem Ruf des Prinzen oder nicht. Ja, natürlich gehe ich zu ihr. Bin ja mal gespannt, was bei rauskommt. Vor allem mit dem blöden Ghul. Also der Prinz, die spielt doch auch ein zweites Spiel oder ein drittes vielleicht. Ich glaube das nicht so ganz. The prince is ready to see you now. Okay. Great. Caleb. My prince. We were expecting you. How may I be of service to you this time? One thing at a time. The situation has changed. The money is gone. The accounts have been emptied. What? That's impossible. Only Jason Moore could have transferred the money. The situation is dire. Moore would never have done it on his own. He would never have dared. I agree. It's much too bold a move for him, and that's what concerns me the most. Someone used him to attack us. Someone who was extremely well prepared. Our enemies are everywhere. They're not just kindred. No, the kind have no knowledge of our business. It's someone with diverging interests from our own. Someone on the inside. If there's a traitor among us, I'll have their head. One thing at a time. I'll take care of the traitor, personally. Failure is a luxury we will soon be unable to afford. If you have nothing more to say, we can move on to the reason I sent for you. What did you think about Richard Dunham's file?
Money that should be going to me seems to go missing whenever he touches it. Richard is far too important to me. I can't afford to upset him now. But if his research doesn't pay off soon, I won't hesitate to show him my disappointment. Did you read Jaradori's file? I wish I'd never seen it. There's too much I despise in it. She never mentioned she was monitoring the Primogen's finances. Or this Katapotis. What on earth is it? I've got no idea. It doesn't add up. It seemed important to her. But she's not here to shed any light on it. I'm listening. I've asked for your presence here because I have a new mission for you. Delsin was able to track down the men who attacked us. It wasn't easy, but it was impossible for them to disappear without leaving a trace after what they did yesterday. Where are they hiding? Long Island. Yes, of course. An abandoned facility just off the coast. An old fort. It's the ideal place for a secret base. And certainly much more. Who knows what they're up to out there? How is it we didn't notice a thing? They have abundant resources, and we're short on eyes. It doesn't matter. We'll find the people responsible for the situation later. Our most pressing issue is preventing them from striking us again. How? You're going to go there and kill their leader. Sending me there. That seems to be a rather bold choice. I don't see anyone better for the job. Infiltration isn't really my specialty. You'll be dealing with kine. You'll be a fox in a henhouse. I'm not worried about you. And Delsin knows how to get you in. Oh, that changes everything. They evacuated the bodies from the site of the party, which is how we were able to pick up their trail. There's a small, nondescript warehouse at Jeffrey's Point. As far as we can tell, their transfers from Boston to Long Island are made by boat. To avoid drawing attention to themselves, they've chosen to employ only small craft. There are bodies packed in the warehouse waiting to be shipped over. Do you get the picture? You want me to disguise myself as a body to be evacuated? Exactly. All you have to do is stop simulating your vital functions for a few hours. It's risky. It's risky, but it's now or never. We might never get another opportunity. We have to try. The last transfer is probably going to take place tonight. After that, there's no way of knowing when we'll get another chance. I need to know the details. Let us worry about getting you into the warehouse. We've made all the preparations. You won't have to worry about a thing until you get to Long Island. We know where they are. Why go through their warehouse? Charging into Long Island blind would be far too risky. And with a traitor in our midst, I'd rather keep this to a small circle of trusted people, to avoid any other unpleasant surprises. And after that? Once you're on the island, you'll be in uncharted territory. You'll be on your own. Who is my target? Walter Stanford. He's the head of the Boston Task Force. He's part of what they call the Society of Leopold. Someone else will take his place. No need for you to worry about that for the time being. Your mission is to eliminate Stanford, and that's all. Mhm. Na gut, Leute, ich mache jetzt schon mal einen Break, weil der Part geht wohl ein bisschen länger sonst. Danke fürs Zusehen, danke fürs Einschalten und Liken und Kommentieren und so weiter. Wir sehen uns zu Swansong wieder. Bis dann, tschüss.